Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins On-Life. Und das ist auch das Programm dieses Kanals, in dem ich darüber berichte, wie die Transformation in die digitale Gesellschaft hier sich bei mir vollzieht und ob ich das leiste oder nicht leiste, wie ich zum Homo Digitalis werde. Also gestern, um mal gleich reinzuspringen, brachten die Nachrichten heute um 19 Uhr den Hinweis, dass die Publica begonnen hat und dass der Walter Steinmeier als Präsident dort die eröffnet hat. Dadurch bin ich überhaupt erst mal darauf aufmerksam geworden, dass diese Veranstaltung momentan läuft. Das ist bei mir immer so ein Problem, weil ich bekomme so viele Informationen von vielen Seiten, dass ich manchmal so wichtige Ereignisse erst mit viel Verspätung zur Kenntnis nehme. Aber dank heute bin ich dadurch jetzt eher darauf gekommen und dann habe ich dann heute recherchiert. Und so habe ich also heute 2 Vorträge von gestern also mitbekommen. Ich habe die ganze Rede vom Steinmeier mir angehört und ich habe die ganze Rede vom Sascha Lobo gehört. 2 tolle Sachen, 2 tolle Vorträge. Ich bin begeistert. Ja. Also der Präsident wies darauf hin, dass diese Auseinandersetzung mit dem Neuen gar nicht so neu ist, sondern da schon der Lafontaine, der Theodor Fontane, der Fontane, dass der also schon vor 200 Jahren darüber resümiert hat. Und damals ging es um das Telegramm, dass er die Nachricht irgendwie verkürzt und so ähnlich wie heute die Tweets. Und dass natürlich durch diese Verkürzung auch wieder das lange Argument, die differenzierte Betrachtung, das differenzierte Urteil und Abwägen, dass das dabei zu kurz kommt. Und auch das ist genau heute das Thema der Publica, too long, und dass man das lesen sollte. Also mehr abwägen, du read. Ja. Außerdem gab es auch wieder vom Präsidenten natürlich eine starke ein starkes Plädoyer dafür, dass die Digitalisierung gezähmt werden soll, und zwar demokratisch gezähmt. Ich habe so meine Zweifel. Ich meine nicht an Steinmeier, aber ob diese Zähmung, ob das so in meinem Sinne ist. Weil einerseits akzeptiert man, dass natürlich Urheberrechte nicht einfach verwertet werden können und dass damit natürlich auf einer Seite auch YouTube-Kanäle da enormes Wachstum haben und so weiter und dann da große Zuschauerzahlen bekommen und dass quasi sich dann sonnen, indem sie die Ergebnisse anderer Leute da quasi verwerten, als Zweit-, Dritt- oder Viertverwerter. Das ist natürlich nicht okay und ich mache das auch nicht auf meinem Kanal, aber trotzdem kann man natürlich sagen, dass hier gewisse Sachen noch möglich werden könnten, wie Zensur und so, die wir nicht haben wollen. Und ja, heute ging es also darum, dass Digitalisierung Regeln braucht und Steinmeier natürlich als Vertreter der politischen Institution ist natürlich für Regulierung, noch mehr Regulierung. Alle wollen regulieren, das heißt Facebook und Google wollen regulieren
und regulieren auch. Und die Politik will regulieren, die Wirtschaft will regulieren, alle wollen regulieren. Und wen wollen die regulieren? Da spricht man immer vom Netz. Aber letztendlich bin ich das Netz und sie wollen mich also regulieren. Also entweder kriegst du 50-seitige Bedienungsanleitungen oder Vertragsangebote, die du erstmal unterzeichnen musst, damit du überhaupt an dem Dienst teilnehmen kannst. Und damit du ein Urteil bilden musst. Und damit hast du schon 1000 Regeln da erstmal anerkannt und akzeptiert, von denen man im Einzelnen gar nicht weiß, was sie bedeuten und wie sie zu verstehen sind. Jedenfalls bin ich da teilweise mit völlig überfordert mit den Vertragstexten und ich bin auch überfordert mit solchen Großveranstaltungen. Also gerade habe ich zum Beispiel die TCT vom Computer Chaos Club, die habe ich relativ aktiv verfolgt, also über mehrere Tage und von den Vorträgen auch viele gehört. Dann war jetzt, glaube ich, am Wochenende war dann noch so eine Nachfolgeveranstaltung da aus Wien. Die habe ich zwar, im Netz ist die bei mir angekommen, aber die habe ich mir schon nicht mehr angehört, weil es war einfach zu viel und ich bin inhaltlich, thematisch auch überfordert. Ja, ich gehöre halt zu den, wie sagt man, mittelalten Männern mit den grauen Haaren. Und das überfordert mich technisch da teilweise. Obwohl ich mich schon bemühe und teilweise mein ganzes Leben lang bemüht habe, ist es doch so, dass ich damit heute überfordert bin. Die sind mir so weit voraus, da finde ich kaum noch Anschluss. Die zweite Sache ist jetzt die Publica. Auch dort ist mir wieder deutlich geworden, dass ich eigentlich überfordert bin mit vielen Sachen. Zwar habe ich das Wahlrecht, aber das Wahlrecht übe ich dann aus und bestätige damit Personen, die sich auch wenig auskennen. Und ja, wir sind eine überalterte Gesellschaft, die höre ich heute, 44 Jahre, jetzt wurde die Grenze das Durchschnittsalter und wir sind die älteste Gesellschaft hier in Europa und die zweitälteste der Welt. Ich weiß nicht, wer älter ist. Sind das die Japaner? Könnte sein, vielleicht. Ja, also mit dem Alter kommt natürlich auch eine gewisse Schwerfälligkeit einher, wie man mit solchen komplizierten Sachen umgehen soll. Und das Einfachste ist natürlich immer abschalten oder sich für solche Angebote zu entscheiden, die plausibel sind, wie Bild-Zeitung mit den großen Überschriften. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich im Alter vielleicht auch so ticke, aber es ist leider so, das sieht man so im Netz. Also ich bevorzuge auch so eindeutige Aussagen, die ich klar verstehen kann, wo ich dann so richtig belogen werde. Und manchmal weiß ich auch nicht so genau, ich höre dann die Zwischentöne, sollten sie denn vorhanden sein, oft auch nicht. Also so viel mal zur Selbstkritik. Also Republika hat begonnen und ja, also Sascha Lobo, der Vortrag, der hat mich inspiriert. Da waren viele Tipps drin zu Büchern, die ich vielleicht lesen sollte. Wie war das lügende Wetter? Oder was war mit dem Wetter? Da war irgendwas mit dem Wetter, habe ich schon wieder vergessen. Das kommt auch noch dazu, dass ich irgendwas höre und das dann wieder auch schnell vergesse. Ja, vom ärgerlichen Wetter oder so. Das Wetter ist ärgerlich. Das verärgerte Wetter oder so ähnlich.
Hier dann wird die Rede von davon, dass man so in einer Filterblase lebt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Also davon spricht der Lobo. Und dass vielleicht die ganze Gesellschaft irgendwie in einer Filterblase lebt. Und da kommt ja dann auch meine Kritik an den Medien her. Und ich meinte dann vielleicht auch irrtümlich, dass die Medien jetzt schuld seien. Lügenmedien benutze ich nicht das Wort, aber so ähnlich, dass ich da vielleicht vorsätzlich irgendwie falsch informiert werde, dass ich vorsätzlich irgendwie so, ja, so eine antirussische Publikation und Meinung da vermittelt bekomme. Ich bin ein Fan von den Nachdenkseiten, auch vom fehlenden Part. Und die nähern natürlich meine Zweifel, die ich auch schon habe. Also Lobo zum Beispiel hat heute über die Klimakatastrophe gesprochen und dass das eigentlich eine uralte Sache ist und dass wir trotz alledem bis heute das hier nicht auf die Reihe bekommen. Und sogar ich habe bis vor kurzer Zeit hier noch Plastiktüten benutzt, weil die waren einfach vorhanden und die vorhandenen, die habe ich dann aufgebraucht und aufgebraucht, bis sie auseinanderfielen. Ja, aber letztendlich sind sie natürlich auch im Meer wahrscheinlich gelandet. Ja, jetzt habe ich einen Jutesack, mit dem ich benutze. Aber ich bekomme quasi genauso viel und noch mehr Plastik jetzt in den Abfall zu entsorgen als vorher, meine ich. Ob das jetzt alles da so guter Plastik ist, der sich da abbauen lässt, weiß ich nicht, kann ich den Plastik nicht ansehen, diese ganzen Verpackungen. Ob das jetzt recycelbar ist und ob das dann tatsächlich recycelt wird oder nicht, weiß ich nicht so genau. Ja, die junge Generation ist also, geht momentan am Freitags auf die Barrikaden, das finde ich gut. Und das wurde heute auch von Lobo in den Mittelpunkt gehoben. Und ja. Ja, Lobo sprach vom Realitätsschock, den die ganze Gesellschaft hier ausgesetzt ist, dass man sich gestört fühlt durch die Realität. Ich glaube, da ist auch was dran. Dann hat er noch eine These vom letzten Jahr zum Besten gegeben. Da hat er gesagt, dass der Rechtsruck vielleicht damit zusammenhängt, dass wir Älteren quasi den eigenen Verfall spüren, aber diesen Verfall quasi auf die Welt projizieren und dadurch quasi da nach anderen alternativen Lösungen suchen. Da könnte auch was falsch sein, richtig sein. Also ich verfalle, ich beobachte hier meinen Verfall auch. Ich kann den jetzt hier sogar videomäßig aufzeichnen und das verfolgen, wie ich noch vor einem Jahr drauf war und wie ich heute drauf bin, ob sich das verschlechtert oder nicht. Also insofern ist so ein Video auch so eine Art eine Dokumentation über den eigenen Verfall und den eigenen Abbau. Ja. Aber was hier nicht stattfindet, ist, dass ich meinen Verfall jetzt auf die Welt projiziere. Oder doch? Also ich bin auch kritisch gegenüber den sogenannten Nachrichtenagenturen, den Nachrichtensendungen,
die mir da auch ziemlich ferngesteuert vorkommen. Staatlich gelenkt natürlich, staatlich gesteuert, demokratisch gesteuert könnte man sagen, ja gut, aber trotz alledem ist das keine objektive Informationsquelle. Und ich möchte objektiv informiert werden. Ich möchte nicht getäuscht und manipuliert werden. Ich möchte nicht aufgehetzt werden gegen Russland, gegen den Putin, ich möchte keine Putsch unterstützen gegen Maduro oder wen auch immer. Und dass da die Medien jetzt hier da so einhängig dafür sind, das gibt mir dazu zu denken. Könnte natürlich auch daran liegen, dass ich da irgendwie bestimmte Sachen noch nicht gecheckt habe und die alle anderen jetzt verstanden haben. Aber es scheint so, dass sogar die Experten da Probleme haben. Globo spricht von der Krise der Expertise und das kann man gut behalten wegen der Reimform. Und der macht das dann in dem IFO-Index fest. Das ist dann sehr witzig, wenn man dann so über 20 Jahre immer sieht, wie überraschend der IFO-Index da wieder gestiegen ist oder gefallen. Überraschend. Ja, IFO-Index habe ich noch in Erinnerung, das ist so der Konsumentenindex. Und da werden so ein paar wenige Unternehmer befragt und dann kommt dann immer wieder so Klimaindex zustande. Und ob der jetzt besonders aussagekräftig ist, weiß ich nicht. Kann man ihn manipulieren? Wahrscheinlich auch. Also IFO-Index, da werden dann so viele Unternehmen befragt, wie sie die wirtschaftliche Entwicklung einschätzen. Ist jetzt meine vage Erinnerung spontan jetzt hier. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt so ist, muss jetzt in meinem Internet nachsehen, ob ich das jetzt hier richtig wiedergegeben habe. Also der IFO-Index war für mich ein Konsumentenindex. Und je nachdem, wen man da befragt, von den Unternehmen, kommt man natürlich zu anderen Ergebnissen. Also wenn zum Beispiel der Schuhindustrie es schlecht geht, weil vielleicht irgendwie was Neues da auf den Markt kommt oder neue Konkurrenten oder so, dann rufen die ja 10, 50 oder 20 Schuhunternehmen an und dann sagen, ja, wir erwarten ja schlechte Perspektive und so weiter. Und wenn dann diese Schuhhändler da in dem Index quasi einen Gewichtungsanteil von 10% haben und die sind jetzt negativ, dann kann man die ja einfach auswechseln. Dann nimmt man eben die Mauerhersteller oder die Taschenhersteller oder so und so weiter. Oder natürlich auch Computerhersteller und so. Man tauscht die einzelnen Gruppen einfach aus und schwuppdiwupp hat man ein anderes Klima, hat man einen anderen Klimaindex. Ob das dann immer noch objektiv ist, habe ich immer einen Zweifel. Also so mein grobes Verständnis nach langer Zeit. Und ich bin noch nicht mehr so auf dem neuesten Stand. Deswegen muss ich da erstmal recherchieren, ob ich dann nicht so viel Blödsinn jetzt geredet habe. Ja, so viel mal dazu und das war es auch schon wieder für heute. Ich sag mal, wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss. Ja, noch einen kleinen Nachtrag. Also, wenn Sie nichts zu tun haben, sollten Sie die Publica auf YouTube suchen. Die Sendungen sind da, geben Sie also Publica ein und dann geben Sie dahinter vielleicht noch das Stichwort ein, wie Lobo oder wie Sascha Lobo oder wie Bundespräsident, dann kommen Sie genau dazu. Wenn Sie das nicht eingeben, kommen Sie zu Live-Veranstaltungen und so und die sind teilweise 9 Stunden lang und das ist ziemlich nervend, weil die Übertragungsqualität ist ja teilweise schlecht. Jedenfalls bei mir, bei meiner Leitung.
Oder weil viele Leute jetzt das gleichzeitig hier anhören, abhören. Ja, das würde ich noch gesagt haben. Republika 2019.